Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute geht es um die nächsten Schritte, die leider sehr schwer fallen. Ist im Endeffekt eine Anknüpfung an das letzte Video. Ich probiere es dieses Mal ein bisschen positiver zu formulieren. Letztes Mal war es doch etwas zu negativ, aber leider hat es sich tatsächlich gar nicht wirklich verbessert. Also ich würde es gerne positiver darstellen. Die Einstellung ist jetzt vielleicht ein bisschen wieder eine andere, weil man es einfach akzeptiert hat und es wird halt auch jetzt nicht einfach so besser werden. Man hat es, es ist angekommen. Die Situation auf dem FEC ist wirklich brutal anstrengend. Aber es gibt sogar noch eine neue Entwicklung, die auch ziemlich schlecht ist, und zwar Brilliant Amethyst, den ich im letzten Video noch relativ hoch gehalten habe, den ich noch ziemlich gelobt hatte. So als das und Bloody Cloud sind so die häufigen Drops, mit denen man ja jetzt nicht jeden Tag rechnen sollte, aber die schon häufig kommen eigentlich für den Wert, den sie haben. Und genau dieser Brilliant Amethyst ist jetzt eigentlich komplett abgestürzt. Der ist jetzt bei unter 400 Mio schon angekommen. Innerhalb der letzten paar Tage gefühlt um 100 Mio gesunken. Und ja, ehrlich gesagt, war auch zu erwarten, dass das irgendwann mal passiert. Ich hatte jetzt halt nicht unbedingt erwartet, dass das jetzt doch relativ plötzlich kommt. Aber er hat ja im Endeffekt schon die ganze Zeit extrem an Wert verloren, zusammen mit allen anderen Sachen, die man so droppen kann. Liegt dann einfach daran, dass mittlerweile gefühlt jeder Zweite wahrscheinlich Kriton farmt. Manche Leute sind mittlerweile sogar an dem Punkt, wo sie schon 2, 3 oder 4 Mal Kriton pro Tag machen können. Kriton ist die Hauptquelle von Brilliant Amethyst. Zusätzlich dazu gibt es noch die Dungeon-Bosse, außer Wilds und Anko, die auch noch Brilliant Amethyst droppen. Da kommt schon eine Menge zusammen leider. Und das lässt sich jetzt halt langsam doch bemerken. Vor allem, weil zeitgleich die F-Coin-Preise immer weiter steigen. Das heißt, im Verhältnis zu den F-Coins wird halt alles vor allem immer weniger wert. Und ja, ich weiß, das ist nichts Neues für euch, aber wollte ich nur nochmal, so als Opening hier, wiederholen sozusagen. Und jetzt ist im Endeffekt die Frage, wie geht's weiter? Weil, wie schon gesagt, es wird nicht besser werden. Es wird immer schlimmer werden, um ehrlich zu sein. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, also ich werde auf jeden Fall nicht mehr rerollen. Ich meine, es war eh schon klar, dass das keine gute Idee ist, aber ich sag mal so, wenn die F-Coin-Preise, also ich meine, als ich angefangen habe zu rerollen, als ich angefangen habe Changeaway, sag ich schon, Scroll of Ultimate Bonus zu kaufen, da war der F-Coin-Kurs bei 400 Mio. Das war vor 3 Wochen. Da habe ich Ultimate Bonus für 425 gekauft und habe mich geärgert, weil ich keine günstigeren als 425 gefunden habe. Jetzt kosten sie 650, 3 Wochen später. Und alles, was ich droppe, ist weniger wert. Also alles Geld, was reinkommt, ist weniger. Und die gleichen Items, die ich vor 3 Wochen gekauft habe, kostet jetzt einfach 200 Mio mehr pro Stück. Also es ist Wahnsinn. Ich weiß auch echt nicht. Durch normales Grinden ist das eigentlich kaum noch zu bewerkstelligen in dieser Wirtschaft. Aber da muss man halt wirklich sagen, okay, das ergibt wirklich keinen Sinn mehr. Weil wenn der F-Coin-Kurs wenigstens mal bei 450 oder so angehalten hätte, mal wieder für 1, 2 Wochen oder auch bei 500. Nee, es geht einfach immer weiter. Und deswegen, wie gesagt, werde ich auf jeden Fall nicht mehr rerollen. Ich habe jetzt eigentlich nicht mehr vor, mein aktuelles Equipment großartig zu verändern. Und im Endeffekt steht jetzt eigentlich nur noch die Frage im Raum, wie ich auf eine Butchers Carnage am besten sparen soll. Weil das einzig Gute an diesen Preistreibereien ist halt, im Verhältnis zu den F-Coins werden die richtig teuren Items immer günstiger. Also alle bis auf Rune of Attack vielleicht, aber selbst die müsste grundsätzlich eigentlich sogar günstiger werden. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Angebot, Nachfrage und so. Es gibt natürlich noch ein paar Faktoren, die man nicht ganz so gut vorhersagen kann. Aber grundsätzlich ist das so. Und Butchers Carnage ist da auch keine Ausnahme. Die bewegt sich bei unter 20 Milliarden. 15 bis 18 ist, glaube ich, so der gängigste Bereich. Und es ändert sich aber auch kaum noch. Also selbst wenn F-Coins um 100 Mio steigen, da ändert sich an den Preisen von den Items tatsächlich relativ wenig. Das heißt, effektiv werden sie günstiger, wenn man sein Geld halt entsprechend in F-Coins anlegt. Also wenn man jeden Tag irgendwas für F-Coins kauft und die F-Coins sind am nächsten Tag mehr wert und das eine, was du kaufen willst, aber noch genauso viel wert, dann ist das grundsätzlich eher gut für dich. Also in dieser speziellen Situation ist es dann eher wieder positiv. Ich meine, insgesamt wäre es natürlich besser, wenn es trotzdem anders wäre, aber gut, das kann man, wie gesagt, jetzt nicht ändern. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das nächste Ziel sollte die Endgame-Waffe für den Blade sein,
weil wenn ich sie mir jetzt nicht langsam mal hole, beziehungsweise wenn ich jetzt nicht langsam mal anfange darauf zu sparen, ich meine, vom Holen sind wir noch weit entfernt leider, aber wenn ich jetzt nicht langsam mal anfange darauf zu sparen, dann kriege ich sie halt irgendwann gar nicht mehr, beziehungsweise muss ich sie ja dann auch noch upgraden und so weiter. Und das alles kostet ja auch nochmal unfassbar viel Geld. Also früher oder später muss man dann irgendwann auch mal zuschlagen. Und ich denke, das sollte jetzt dann als nächstes passieren. Wann das passiert, kann ich natürlich nicht wirklich beeinflussen. Also ich probiere jetzt halt jeden Tag ganz normal Kohle zu verdienen und so weiter. Da ist man natürlich auch einfach auf Glück angewiesen. Das Einzige, was mir auch noch nervt, ist diese Abenteuer-Glückselixier, die ich immer wieder neu kaufen muss. Da sind jetzt auch schon mehrere Leute am Überlegen, ob sich das überhaupt noch lohnt. Ja, ehrlich gesagt, nicht mehr lange wahrscheinlich. Also ich habe heute auch schon gesagt, noch so 3-4 Wochen wahrscheinlich. Und wenn die Preise dann immer noch weiter steigen, dann lohnt sich es wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr. Dann wäre es wahrscheinlich klüger, man kauft sich die gar nicht mehr und farmt einfach mit der Penya Flask, weil die meisten Drops bis dahin und auch jetzt schon, wie gesagt, Brilliant Amethyst zum Beispiel, mittlerweile gar nicht mehr so ultra viel wert sind. Das heißt, du müsstest mehrere mittelmäßige oder einen guten Drop haben, nur um dir deine Abenteuer-Glückselixier zu finanzieren, was ja einfach auch nicht garantiert ist, egal was deine Droprate ist. Du hast keine Garantie darauf, dass du was droppst. Du kannst auch mit Abenteuer-Glückselixier und Couple-Housing-NPC, normale Drop-NPCs etc. kannst du trotzdem mit 20 Kritons hintereinander theoretisch einfach gar nichts droppen. Also muss man ja auch mal dazu sagen. Das heißt, das ist auch so eine Abwägung, ob sich das wirklich noch lohnt. Ich habe jetzt noch 8 Tage. Wenn bis dahin nichts Krasses droppt, muss ich mir dann echt überlegen, ob sich das noch lohnt. Eigentlich wollte ich heute eine neue kaufen, aber es gab einfach keine. Also auf dem gesamten FEC gab es keine einzige 15-Tage-Flask. Gab nur 3,37, was auch wieder ein Klassiker ist. Genau das, was ich kaufen will, gibt es wieder nicht. Aber ja, ist egal. Jedenfalls ist das eigentlich so das Einzige, was ich an Geld jetzt noch ausgeben will. Für Power-Ups und so weiter gebe ich jetzt überhaupt kein Geld mehr aus. Die sind viel zu teuer geworden. Und ich spiele auch dumm sozusagen. Weil wenn ich Power-Ups aktiviere, zum Beispiel für Dungeons, deswegen habe ich Dungeon Farm jetzt auch zwischenzeitlich mal wieder unterbrochen. Oder das war einer der Hauptgründe, weil sich das für mich halt einfach nicht rentiert. Also wenn ich einen Power-Up aktiviere und der Run dauert 20 Minuten. Alle anderen loggen sich aus, machen mit den gleichen Power-Ups 3 Runs. Ja, ich bleibe halt online, weil ich stream ja und ich habe auch nur den einen Char, ich kann nichts machen. Also wenn der Char nicht online ist, müsste ich auf Bo denken währenddessen spielen, das ist ja auch Schwachsinn. Und muss dann quasi die vollen Power-Ups quasi ablaufen lassen. Und, ich lasse sie natürlich nicht ablaufen, ich farm dann auch irgendwas in der Zwischenzeit, aber da holst du die Power-Ups nie im Leben wieder rein bei der krassen Inflation. Nicht mal ansatzweise. Und deswegen habe ich das jetzt dann kurzerhand unterbrochen. Glücklicherweise hat es dieses coole Musiknoten-Event gestartet. Dadurch habe ich mir jetzt hier diese STR-Flask und Crit Damage Potion schon mal wieder geholt. Und es gab auch wieder Upcut Stones, beziehungsweise habe ich auch noch Upcut Stones. Das war das Einzige, was ich noch hatte. Aber kommt jetzt halt auch wieder nach. Deswegen bin ich jetzt auch fein damit, meine Upcut Stones wieder zu benutzen. Weil ich hatte zwischenzeitlich mal unter 10 Stück nur noch. Und wenn du am Tag 3 bis 5 für Dungeons verbrauchst, dann sind die natürlich auch einfach schnell weg. Und wie gesagt, nachkaufen bei den Preisen, ehrlich gesagt, ist das einfach Geldverschwendung. Klar, man muss auch Geld ausgeben, um zu verdienen, aber wenn dich ein Dungeon Run 50 bis 100 Mio kostet und du verdienst, wenn du kein Ori droppst, keine Ahnung, wenn es gut läuft, irgendwas zwischen 40 und 50, dann machst du halt einfach effektiv irgendwo doch Minus. Und genau. Aber wie gesagt, jetzt durch die sehengebundenen Power-Ups vom Event ist das jetzt wieder okay. Ändert aber auch nichts dran, weil ich meine, Dungeon Farm, da macht man momentan irgendwie auch kein Geld mit, wenn man eben kein Glück hat. Da sind wir wieder beim Thema Glück. Also so oder so, egal was du machst, du brauchst immer irgendwo Glück. Und das kann man nicht erzwingen. Also kann man schon, indem man einfach weiterfarmt. Aber man muss halt einfach geduldig sein. Und deswegen heißt es jetzt leider einfach weiter durchziehen, weiter täglich Kreton machen, weiter täglich Dungeons farmen. Also alle Bosse farmen, leveln zur Not. Da macht man ja auch ein bisschen Geld. Und das ganze Geld in F-Coins anlegen. Und dann hoffentlich gegen eine Butcher's Carnage tauschen können. Und ja, ob es dann 2 werden, das ist halt die andere Frage, die ich mir jetzt auch schon länger stelle. Also ich habe jetzt schon mehrfach auch mit dem Gedanken gespielt, K-Fang zu kaufen. K-Fang auch zuerst zu kaufen.
Ja, ist eine Option. Die Waffe ist tatsächlich fast wertlos im Vergleich zu der Axt. Also muss man wirklich sagen, Behemoth Sword versus Axt. Ich sage jetzt einfach Behemoth, die anderen Namen sind immer so bescheuert zum Aussprechen. Axt versus Sword. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Das Sword kriegt man für unter 2 Milliarden zum Teil und die Axt für 13 bis 18, sowas in dem Dreh, oder 15 bis 18, was ich vorher schon gesagt habe. Oh, das ist halt wirklich krank. Ich meine, die Axt ist 10-mal so viel wert wie das Sword. Und du brauchst ja nicht zwingend 2 Äxte. Also Axt, Schwert, Blade war ja schon immer Low Budget. Ja, oder, naja gut, Low Budget ist die falsche Formulierung. Aber schon immer die Option, wo du einfach eine Menge Geld sparen kannst. Und ich glaube, ich habe noch nie einen krasseren Kontrast gesehen als zwischen Behemoth, Axe und Sword. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, wie krass der Unterschied zwischen diesen beiden Waffen ist. Und ja, da wäre natürlich auch einfach die Überlegung, statt knapp 40 Milliarden oder über 30 Milliarden für 2 Äxte auszugeben, kaufst dir eine Axt und das Sword kriegst du quasi fast geschenkt im Vergleich dazu. Sparst die Hälfte des Geldes und das kannst du dann schon komplett in Oris stecken und so und damit dann die Axt schon auf Ulti plus 6 oder so machen, was dann natürlich irgendwie auch effektiv erstmal definitiv mehr bringen würde. Langfristig mag es sein, dass die 2 Äxte besser sind, oder es ist so, aber ja, wie gesagt, also es ist halt alles ein bisschen schwierig. Ist auch gerade ein bisschen eintönig, muss man wirklich sagen. Aber es ist halt einfach auch schwierig, groß was anders zu machen. Ich mache ja schon ein bisschen was, also ich arbeite schon mal vor, was jetzt das Master-Leveln angeht, wie ihr hier gerade seht, was ich auch, glaube ich, schon im letzten Video erwähnt hatte. Da habe ich auch wirklich gerade erst angefangen gehabt. Jetzt bin ich schon bei Level 100 wenigstens, weil man auch sagen muss, jetzt kommen die Level, die dann auch nicht mehr so schnell gehen. Ich mache auch meistens nur so 1 Stunde am Stück oder so, dann noch ein bisschen mit Unterbrechungen. Also ich level am Tag effektiv keine 2 Stunden. Da kommt man natürlich jetzt auch nicht sehr weit, muss man sagen. Aber das Master-Level ist, denke ich, nicht schlecht, dass man die 2 Stat-Packs sich schon mal holt. Dann gehen so Sachen wie Kriton schneller. Also ich struggle bei Kriton halt immer noch, weil ich den jetzt seit 4 Wochen im Endeffekt genau gleich farme. Also da hat sich halt auch nie wieder was verbessert oder verändert. Das wird dann ein bisschen besser werden. Und ja, für theoretisch Dungeon-Tanken wäre es auch eine Option. Also Wilds zum Beispiel oder auch andere Dungeons, falls die jemand farmen würde, müsste ich dann eigentlich auch tanken können mit der 2. Stat-Page. Anku nicht. Dafür bräuchte man dann auf jeden Fall das 180er-Set und ich weiß gar nicht, ob ein Blade Anku tanken kann oder ob das wirklich Sinn ergibt. Wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ehrlich. Aber war jetzt auch nicht der Plan. Also wie gesagt, gegebenenfalls für andere Dungeons wäre es eine Option, dass man da einen Tank in der Hinterhand hat, um leichter Teams zu finden oder so. Und wie gesagt, generell für Solo, Kriton und so weiter ist es auch besser. Und ja, das ist noch so, keine Ahnung, so ein Side-Project, was ich eigentlich eher am Ende gemacht hätte. Aber, keine Ahnung, jetzt momentan fühlt sich alles irgendwie so schlecht an, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mal wieder etwas, also einfach etwas fühlen, wo etwas vorangeht. Und Master-Level, vor allem die ersten 30 Level bis Level 90, und ich meine jetzt eigentlich immer noch, da passiert halt tatsächlich was. Da kriegt man XP, da macht man andauernd Level-Ups, man ändert andauernd die Monster, die man tötet und so. Da passiert halt einfach noch was. Da ist was los, da sieht man was, da verändert sich was. So anders als wenn man halt jetzt, wie gesagt, den ganzen Tag, keine Ahnung, die Preise anstarrt und feststellt, dass man sich nichts leisten kann, dass alles schweineteuer ist und ja, das ungute Gefühl am Markt quasi, das hat man sowieso jeden Tag. Aber wenn man sich zumindest ein bisschen so mit ablenken kann, ist ja auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ich hätte es sowieso früher oder später gemacht. Das heißt, das ist jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Schadet ja dann vielleicht auch nicht. Außerdem kann ich dann mein CS-Pad verkaufen. Kommt auch wieder Geld rein. Das ein ungebundenes CS-Pad ist. Und ja, wie gesagt, da hat man mehr Optionen noch, was Dungeon Farmen angeht. Theoretisch. Und ja, sollte nicht schaden auf jeden Fall. Aber ja, das ist wahrscheinlich der aktuelle Kurs. Also ich bin noch nicht 100%ig sicher, ob ich es wirklich so machen werde. Aber ich würde sagen 99%. Also ich denke, das ist einfach das Sinnvollste, auf das man jetzt aktuell sparen kann. Weil meine Sets habe ich ja schon. Meinen Schmuck eigentlich auch. Und das war ja eigentlich auch das, was ich im vorletzten Video gesagt habe. Dass eigentlich nur die Waffen fehlen. Und ich habe jetzt halt eine Menge Geld mit dem Sword of Janus verschleudert. Das war natürlich rückblickend extrem dumm. Gambling ist aber immer dumm. Ich sage das euch ja auch immer. Macht nicht das, was ich mache. Ich mache es halt auch, wie gesagt, wegen Unterhaltung und so. Was natürlich schwierig ist, wenn man als Free-to-Play so viel gambelt und das Gambeln dann schief geht. Das ist natürlich ganz schlecht, so wie es mir jetzt im Endeffekt passiert ist.
dass ich da so viel Geld reingebuttert habe und dann hat es nicht mal die Stats bekommen, die ich wollte. Also ich habe da 7000 F-Coin in dieses Schwert gesteckt und es hat immer noch keinen Lebensentzug. Und das Schwert ist nicht mal 7000 F-Coin wert. Also ich habe mehr Geld reingesteckt, als es wert ist, in Rerolls. Das heißt, das gesamte Schwert hat mich wahrscheinlich 3-mal so viel gekostet, wie es wert ist. Clean. Und selbst jetzt geupgradet, habe ich immer noch mindestens wahrscheinlich doppelt so viel reingesteckt, wie es wert ist. Also sehr ärgerlich, aber rückblickend kann man das natürlich immer sagen, dass du diese klassische Gambling-Ausrede, ja, kannst ja nicht wissen, du musst es ja machen und erst dann weißt du, ob du Glück oder Pech hattest und erst dann kann man sagen, hat sich's gelohnt oder hat sich nichts gelohnt. Aber genau deswegen sollte man es halt nicht machen, weil wenn du all dein Geld irgendwo reinsteckst und es klappt dann eben nicht, dann hast du halt auch nichts mehr. Und genau das ist jetzt halt die Quintessenz hier und ja, das hat mich jetzt natürlich ganz schön zurückgeworfen, das hat ganz schön den Wind aus den Segeln genommen und wenn ich diese 7 Rerolls jetzt noch hätte, das Schwert, wie gesagt, wäre effektiv mehr oder weniger unverändert, dann wäre ich jetzt halt schon bei angesparten 12.000 F-Coin. So bin ich halt bei angesparten 5.000 F-Coin, was natürlich ein riesiger Unterschied ist. Aber ja, ist jetzt egal. Wie gesagt, ich spare jetzt einfach auf Endgame-Waffen. Weiß ich, wie gesagt, K-Fang bin ich noch am Überlegen. Das Ding ist halt, was für mich die Überlegung so ein bisschen Richtung K-Fang, also Behemoth Sword, etwas stärkt, ist halt einfach die Tatsache, dass ich noch gar nicht weiß, was ich nach dem FEC machen werde. Ob ich mit diesem Blade dann überhaupt so viel machen werde. Mal ganz davon abgesehen, dass der Unterschied zwischen Butcher's Carnage plus Butcher's Carnage und Butcher's Carnage plus K-Fang wirklich sehr gering sein dürfte. Also ich vermute unter 5% Schadensunterschied. Und selbst wenn es mehr ist, bewegen wir uns in einem Schadensbereich Slayer mit Endgame-Waffen etc., wo das dann ehrlich gesagt einfach auch keine Rolle mehr spielt, ob das dann 100.000 mehr oder weniger sind oder ob die 100.000 dann 5, 7 oder 8% Schaden sind. Das spielt dann wirklich keine Rolle mehr. Aber ja, wie gesagt, also ich weiß ja gar nicht langfristig, was ich mit dem Char überhaupt noch machen werde. Mein Jester zum Beispiel vom letzten Jahr, ehrlich gesagt, den habe ich nie wieder gespielt. Ich habe mit dem ein paar Mal Kriton gemacht oder, naja, nicht ein paar Mal, ich habe mit dem jeden Tag Kriton noch auf Boden gefarmt. Aber das war es eigentlich. Ein paar Dungeon Runs haben wir noch gemacht, glaube ich. Ein paar Mal Wilds auf Infernal, glaube ich. Und ich glaube, er war einmal bei Anku dabei oder so. Und das war's halt. Und ich meine, ob ich dann 2 Butcher's Carnage habe, die mir jetzt beide Beine brechen, oder ob ich lieber nur eine nehme und einen K-Fang, das viel günstiger ist, das ist halt schon die Überlegung. Also, ob es das wirklich wert ist dann. Und ja, also auch da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Aber wie gesagt, dass es in Richtung jetzt diese Waffen geht und dass ich auf jeden Fall kein Geld mehr einstecke in diese Hernes-Waffen, in diese Trash-Waffen, die wirklich kein Glück gebracht haben. Es war extrem lucky, sie zu droppen. Aber wie ich es eigentlich auch schon immer gesagt habe, eigentlich sollte man es dann einfach verkaufen und sich die fertigen Waffen kaufen. Selber upgraden, nicht gut. Rerollen, schlechteste Idee aller Zeiten. Ich habe beides gemacht und ich habe es jetzt bereut. Und deswegen hier nochmal der Hinweis an euch. Nicht gamblen, nicht rerollen, nicht selber upgraden. Alles einfach so kaufen, wie ihr es haben wollt. Da kann nichts schief gehen. Das dauert dann vielleicht ein kleines bisschen länger, weil man mehr Geld braucht, um sich zu kaufen. Dafür ist es aber zu 100% sicher. Wenn irgendwas schief geht, beim Rerollen, beim Upgraden, mit dem man nicht gerechnet hat, extremes Pech tritt ein und boom, du hast kein Geld mehr, du hast auch nicht das, was du haben wolltest, du bist broke, da musst du entweder cashen oder Tage, Wochen lang Trübsal blasen, während du auf den nächsten Drop hoffst, der dir dann, was ja irgendwie auch wieder Gambling ist so ein bisschen, du hoffst auf Drops, der dir dann vielleicht die Erlösung beschert und dann kannst du weiter upgraden, weiter gamblen. Aber dann sind wir eigentlich wieder beim Thema. Dann hast du endlich wieder Geld, dann gambelst du weiter. Was ist, wenn es da nochmal schief geht? Da bist du in einem ewigen Teufelskreislauf drin. Und klar, es kann auch klappen, man kann auch Glück haben. Aber das ist halt das Problem. Man weiß es halt einfach nicht. Deswegen meine Empfehlung, macht es auf jeden Fall nicht. Und ansonsten kann man nur sagen, Gala, was passiert hier? Könnt ihr bitte mal was gegen die Inflation machen? Gala, seid ihr da? Könnt ihr bitte das Update pre-releasen? Wir brauchen dringend eine Deflation. Wir brauchen dringend einen Penny-Sink, weil das ist wirklich ätzend. Aber ja, also der Blick auf die neuen Waffen ist auf die neuen Waffen gerichtet. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die nächsten Wochen gut laufen. Die letzten beiden Wochen liefen halt auch wirklich schlecht. Schlechter geht zwar immer, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Also sehr viel schlechter geht es eigentlich tatsächlich nicht mehr. Aber ja, doch schlechter geht schon noch. Aber es kann auch viel besser laufen. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass die nächsten Wochen
Also diese Woche läuft eigentlich schon ganz gut. Ich habe jetzt diese Woche schon eine Bloody Cloud und ein Brilliant Amethyst gedroppt. Bis Mittwoch quasi. Und jetzt sind es eigentlich noch 4 Tage, wo einfach nur noch irgendwas kommen muss. Noch ein Brilliant, noch eine Bloody Cloud oder irgendwas anderes Krasses. Und dann wäre diese Woche auf jeden Fall schon mal ein dickes Plus im Vergleich zu den letzten beiden. Und ja, also ich meine, so schlecht lief es jetzt eigentlich schon länger nicht mehr. Also früher oder später müsste dann eigentlich auch mal wieder eine Herneswaffe vielleicht kommen. Oder zumindest ein doppelter Brilli. Also irgendwas Außergewöhnliches, ja, etwas nicht Alltägliches oder etwas, mit dem man einfach nicht rechnen würde. Triple Ori oder was weiß ich was. Dass man mal in einem Dungeon bekommt oder so. All solche Dinge, früher oder später muss ja irgendwas kommen und darauf muss man jetzt einfach geduldig hinarbeiten und durchhalten, durchziehen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und lasst wie immer gerne ein Like, Kommentar, ein Abo da. Schaut im Livestream vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung, täglich live auf Twitch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.